Also einerseits sind wir dankbar über jedes Geld, was wir bekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind ein kommunaler Maximalversorger. Das heißt, wir müssen die Patienten nehmen, die zu uns kommen. Spezialkliniken können sich halt ein gewisses Krankengut aussuchen. Klar kann man mit Medizin Geld verdienen, ja, wenn ich mir jetzt Botox spritze. Aber mit Medizin, die wir hier machen im onkologischen Zentrum, da können Sie kein Geld mit verdienen. Da hinkt die Politik und die Vergütung, die hinkt da gewaltig hinterher. Man hat manchmal den Eindruck, die sind noch in den 80ern. Ich finde es sehr schön. Ich mache den Beruf gerne, auch wenn es ab und zu hart ist. Aber ich möchte wirklich in der Pflege bleiben. Mittwochnachmittag im Klinikum Darmstadt. Eine Woche lang sind wir in diesem Krankenhaus der Maximalversorgung unterwegs. Wir wollen verstehen, woher die Finanznöte der Kliniken kommen. In der zentralen Notaufnahme warten die Patienten schon lange, die nicht mit dem Krankenwagen hergekommen sind. Das lässt sich gerade nicht ändern. Sanitäter haben einen älteren, bewusstlosen Mann reingebracht. Er ist vom Fahrrad gestürzt und musste reanimiert werden. Internist Stefan Hansen ist heute der leitende Oberarzt der Spätschicht. Es pumpt auch. Ja, leichtgradig auf jeden Fall. Er stellt fest, dass der Patient vermutlich einen Herzinfarkt hatte. In den Schockraum kommen die Patienten, die möglicherweise in Lebensgefahr schweben. Innerhalb allerkürzester Zeit kommen dann aus dem ganzen Haus Ärzte und Pfleger dazu. Die Rumpfbesetzung ist anwesend, also in dem Fall der Internist, jetzt einer der Oberärzte in der Notaufnahme, auch der Chirurg, die sind in der Regel hier, die sind in Rufweite oder in Telefonrufweite. Die Anästhesie wird hinzugebeten, die ist innerhalb von wenigen Minuten, ist die auch da. Jetzt kommen noch Neurologe und Neurochirurg dazu, denn der alte Mann ist auf den Kopf gestürzt. Er muss jetzt zum CT. Seine Herzfrequenz ist beunruhigend niedrig. Er muss nochmal defibrilliert werden. Trotz der ernsten Lage bleiben alle ruhig. Dass innerhalb von 1 bis 2 Minuten das ganze Schockraumteam da und handlungsfähig ist, liegt daran, dass dieses Klinikum alles vorhalten muss. Das ist nicht überall so. Keine Blutung? Gut. Nix, keine. Ja. Man muss ja in einem kleinen Haus das Team erstmal hochfahren. Also da kommen die OP-Schwestern von zu Hause nachts und der Chirurg kommt vielleicht auch von zu Hause, der Oberarzt, der operiert. Also dass man da mal klingelt und sagt, wir sind jetzt da und würden gerne mal kurz hier jemanden erst versorgen lassen, das ist da realistischerweise natürlich auch nicht möglich. Ja, das ist der Vorteil hier, dass man einfach sagt, das sind 2 Anrufe und dann sind die Leute hier. Und die sind auch in der Regel über Nacht hier, also die sind physikalisch anwesend. Das Klinikum Darmstadt ist für 1,2 Millionen Menschen in ganz Südhessen zuständig. Hier arbeiten 3.350 Mitarbeiter. Es gibt knapp 1.000 Betten, 16 OP-Säle, 7 Kreissäle und 3 Intensivstationen. So, wer der Nächste, dann kommen Sie gerade zu mir. Jetzt werden die Patienten aus dem Wartebereich abgearbeitet. Dieser junge Mann hat sich den Fuß umgeknickt. So. Wir machen sicherlich ein Röntgenbild, es kann auch eine Bandverletzung sein. Dann bräuchten wir Nichts, woran das Krankenhaus Geld verdient. 22 € für die Untersuchung, 11 € fürs Röntgen. Danach eine Schwangere, die sehr hohe Zuckerwerte hat. Eigentlich alles keine Fälle für die Notaufnahme. Es ist so, dass wir natürlich immer so eine gewisse grundsätzliche Zahl an Patienten haben, die jeden Tag da sind, die eigentlich woanders betreut werden könnten. Ja? Wo von vornherein klar ist, die werden keine stationäre Versorgung brauchen, die brauchen auch keine akute Notfallversorgung, sondern die bekommen keinen Termin bei ihrem Hausarzt, die haben vielleicht keinen Hausarzt, die sind auch oft sprachlich nicht in der Lage, vielleicht sich adäquaten Hausarzt zu suchen. Die rufen mal irgendwo an und dann wird er auf der anderen Seite kapituliert, man sagt, ja, gehen Sie einfach ins Krankenhaus. Innerhalb von 90 Sekunden kommt man vom Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Klinikums in die Notaufnahme. 1- bis 2-mal pro Woche werden Schwerstkranke oder auch Unfallpatienten hierher geflogen. Insgesamt kommen jährlich etwa 45.000 Patienten in die zentrale Notaufnahme. Zu viele. Chefarzt Dr. Petersen ist seit April Leiter der ZNA und hat eine klare Vision.
Um ZNAs zu entlasten, brauchst du eine gute Organisation in der Arbeit. Und wir müssen vorschalten, dass wir die Patienten ein bisschen sortieren, dass wir schauen, musst du in ein Krankenhaus, brauchst du ein Krankenhaus oder brauchst du einen niedergelassenen Kollegen. Das wird sicherlich Kosten sparen, weil die Behandlung von leicht Erkrankten im Krankenhaus ist hochdefizitär. Dazu lassen wir auf diese Menschen viel zu viel Personal und Technik los. Das lohnt sich nie und nimmer. Deswegen niedergelassene Kollegen sind da wesentlich kostendeckender in dem Arbeiten als wir. In der ZNA arbeiten in 24 Stunden 15 Ärzte und 20 Pflegekräfte. Hohe Kosten für das Klinikum, sogenannte Vorhaltekosten, die bislang nicht von den Kassen bezahlt werden. Anders als bei Notfällen ist die Operation, die Lothar Flath bevorsteht, geplant. Morgen soll ihm der komplette Magen entfernt werden, denn er hat Magenkrebs. Also ich habe doch Schmerzen ab und zu und das zieht überall hin, die Schmerzen. Und das möchte ich ja nicht mehr haben. Gell. Ich bin froh, wenn das Ding raus ist. Gell. Aber es wird wahrscheinlich eine schwierige Zeit, kompletten Magen entfernen. Heute bezieht er schon mal sein Zimmer und wird von Pflegefachkraft Katja Grimm auf das vorbereitet, was ihm bevorsteht. Also sie werden halt, so wie es jetzt hier so steht, vielleicht so gegen 8 hier von Station abgeholt. Okay. Genau. Na gut. Katja Grimm ist seit 12 Jahren Krankenschwester. Sie hat eine Weiterbildung zur onkologischen Fachpflegekraft gemacht und weiß genau, wie wichtig auch die zwischenmenschliche Betreuung der Patienten ist. Was passiert in der OP, was passiert danach, was kommt jetzt? Das sind ja alles Fragen, die denen ja ständig durch den Kopf gehen. Und dadurch ist ja auch die Anspannung für die auch sehr extrem. Und dann tut ja auch dieser ganze Heilungsprozess auch nicht so fortschreiten, so schnell, wie es eigentlich sein könnte. Am nächsten Morgen um 8 wird Lothar Flath Richtung OP-Saal gebracht. Anästhesist Professor Martin Welte wird jetzt etwa 1 Stunde brauchen, um den Patienten auf die große Magenoperation vorzubereiten. Das grüne Bändchen ist dran, dann haben wir das erledigt. Lothar Flath ist hier nicht nur ein Patient mit Magen-OP, sondern auch eine Fallpauschale. G03C, so lautet der Abrechnungscode. Und nur damit kann ein Krankenhaus Geld verdienen. Fallpauschalen gibt es seit 2004. Sie werden auch DRG genannt und stehen für Diagnosis Related Groups. Das heißt, für jede Blinddarmoperation gibt es denselben Betrag, für jede Entbindung und für jede große Magen-OP. Egal wie lange der Patient wirklich im Krankenhaus war und wo er operiert wurde. Das hat zwar dazu geführt, dass die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus kürzer wurde, es gab aber auch mehr Operationen, die lukrativ, aber möglicherweise nicht immer wirklich notwendig waren. Jetzt müsste es eigentlich losgehen mit der Magen-OP bei Lothar Flath. Aber es ist ein Notfall reingekommen. Ein Patient mit Magenperforation, der hat jetzt Vorrang. OP-Säle gäbe es genug, aber es fehlt das Pflegepersonal, um sie zu betreiben. Das OP-Pflegeteam, das da ist mit dem Notfall beschäftigt. Deshalb müssen Operateur Florian Graupe, Anästhesist Martin Welte und ihr Patient warten. Für Lothar Flath ist das ärgerlich, für die Klinik aber, betriebswirtschaftlich gesehen, ein Desaster. Wir können nicht alle OP-Säle momentan betreiben, weil wir insbesondere im Bereich der Pflege, Anästhesiepflege allem voran, einen Personalengpass haben, sodass wir die physikalisch vorhandenen Säle nicht alle benutzen können. Das ist kein Phänomen, das auf Darmstadt beschränkt ist. Ich bin ja wirklich gut vernetzt und kenne wirklich alle Kollegen der Umgebung. Es gibt kaum jemanden, der alle vorhandenen OP-Säle wirklich betreiben kann. Guter Dinge. Ich bin nicht aufgeregt. Das ist gut, ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. OP-Saal und Team sind jetzt bereit für die Operation. Sie wird einige Stunden dauern. Der Eingriff wird minimalinvasiv gemacht, wie inzwischen fast immer, wenn möglich. Das schont die Patienten. Seit 37 Jahren arbeitet Florian Graupe als Chirurg, macht viele große Operationen.
Respekt vor dem Ganzen, das muss man haben, weil jede Operation ist anders und jeder Moment kann ein schwieriger Moment sein. Und es sind halt schon Schicksale, nicht? Der Patient ist nicht viel älter als ich. So vor dem Hintergrund geht das dann schon manchmal so in die Tiefe. Und wenn man dann noch Schwierigkeiten hört, die die Patienten haben, Respekt, aber in keiner Aufregung. Streng überwacht und dokumentiert wird die OP vom Anästhesisten. Auch Medikamente werden nachgespritzt. Alles im erwarteten Rahmen. Wir haben wirklich stabilen Patienten und das ist auch gut so. Mit feinen Geräten trennt Florian Graupe Stück für Stück den Magen von den umliegenden Organen ab. Und dann plötzlich ein Problem. Der Krebs könnte in den Bauchraum gestreut haben. Dann müsste der Chirurg den Bauch gleich wieder zumachen, denn die Operation würde keinen Sinn mehr machen. Dr. Graupe nimmt eine Gewebeprobe. Also schicken wir jetzt weg zur feingewebigen Untersuchung. Das dauert jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten. In der Zeit machen wir einfach die Sachen so weiter in aller Ruhe und warten dann, was darauf rumkommt. Das verdächtige Gewebe wird sofort in die Pathologie geschickt. Ein Rohrpostsystem verbindet die gesamten Gebäude des Klinikums miteinander. Das spart Zeit. Von dem Ergebnis wird abhängen, ob Lothar Flath mit dieser Magen-OP das Leben gerettet werden kann und ob die Klinik damit Geld verdient, ein Nullsummenspiel oder sogar Verlust macht. Wenn wir die Operation jetzt beenden an diesem Punkt, dann ist es abrechnungstechnisch natürlich ein deutlicher Unterschied, obwohl wir natürlich, wie Sie sehen, dieselben Gerätschaften aufgebaut haben, ja, und dasselbe Personal. Der Alarm geht los in der Pathologie, im Untergeschoss der Klinik. In der Rohrpost ist die kleine Gewebeprobe aus dem Bauchraum von Lothar Flath. Erika Gitt, die medizinische Fachangestellte, weiß, dass es eilig ist, weil ein Schnellschnitt gebraucht wird. Sie kühlt die Probe jetzt sofort runter, damit sie hart wird und geschnitten werden kann. Wenn es wackelig ist wie Wackelpeter, kriegt man keinen schönen Schnitt, keinen dünnen schönen Schnittchen. Versuchen Sie mal Wackelpeter mit einem Skalpell zu schneiden. Das funktioniert nicht. Jetzt muss sie mikrometerdünne Gewebestreifen hobeln und einfärben, damit Pathologe Roland Heini von Hausen den Schnellschnitt untersuchen und hoffentlich Entwarnung geben kann für die Kollegen oben im OP. Graupe? Hallo, Dr. Graupe, Heini von Hausen hier. Flath Lothar ist hier, ein PE aus dem Momentum Marius. Das ist eine ältere Fettgewebsnekrose, jetzt kein Anhalt für Malignität. Aufatmen im OP. Nur im Magen sind Metastasen und der wird jetzt, wie geplant, weiter rausoperiert. Dank der Pathologie vor Ort im eigenen Haus ging das innerhalb von 15 Minuten. Schnell und reibungslos. Wenn die Proben hier sind in der Pathologie, dann geht es sehr schnell. Aber zeitkritisch ist eben auch der Weg in die Pathologie. Und je kürzer dieser Weg ist, desto besser ist es für den Ablauf. Aber wir versorgen auch ein Krankenhaus im Odenwald. Da ist die Anfahrt zum Teil über eine Stunde, wenn die Verkehrslage schlecht ist. Dann ist es schwierig. Verhindert vielleicht zum Teil auch, dass Operationen durchgeführt werden können, wo Schnellschnitte von Bedarf sind. In der Pathologie wird alles untersucht, was fest ist. Ob gynäkologische Abstriche, Gewebe mit Pilzen, Abszessen, verschiedensten Infektionen. Alles wird hier in Wachs gegossen, gehobelt, gefärbt und untersucht, um herauszufinden, welche Krankheit vorliegt, welche Therapie helfen könnte und welche nutzlos ist. Auch mit Hilfe von Geräten, die mehrere 100.000 Euro kosten. Das kostet erstmal Geld, aber es spart noch viel mehr Geld, und es spart auch letztendlich ja nicht nur Geld, sondern auch Leiden, weil einem Patienten oder einer Patientin eine aggressive Therapie anzubieten, wo man schon sagen kann, sie hilft nicht, ist für die Patienten schlecht und für das Gesundheitssystem auch, weil es sehr viel Geld kostet. Teure Geräte wie dieses zur Gensequenzierung finanziert das Klinikum selbst durch Kredite, obwohl das eigentlich Aufgabe des Landes wäre. Alle Krankenhäuser in Deutschland werden dual, das heißt über den Bund und die Länder finanziert. Das Land entscheidet, wo Krankenhäuser gebaut werden und ist für die Investitionskosten wie Gebäude und neue Geräte zuständig.
Der Bund finanziert über die Fallpauschalen der Krankenkassen die Betriebskosten des Krankenhauses, also ärztliche Leistungen, Pflege, aber auch Sachkosten wie Medikamente, Prothesen, Infrastruktur und Verwaltungskosten. Das sind etwa 90% aller Kosten. Das Klinikum Darmstadt, das es hier an der Grafenstraße schon seit 1808 gibt, hat vor 2,5 Jahren einen großen Neubau für 240 Millionen Euro gebaut. Obwohl die Länder für die Investitionen der Krankenhäuser zuständig sind, hat das Land Hessen dafür nur etwa 70 Millionen beigesteuert. Das Land Hessen speziell hat zwar die letzten Jahre ordentlich nachgelegt, aber das löst jetzt nicht, sage ich mal, die zu geringen Investitionsmittel der letzten 20 Jahre. Und es reicht halt immer noch nicht aus, die Investitionen im Krankenhaus vollständig über die Fördermittel der Länder zu finanzieren. Die meisten Krankenhäuser haben heute Gebäudestandards, die wirklich nicht mehr gehen. Das heißt, da muss man kräftig investieren. Da hilft auch kein Renovieren mehr. Oder nehmen Sie Digitalisierung, kostet richtig viel Geld, muss man ehrlich sein. Das ist nicht zu erwirtschaften über die Krankenhäuser. Und jetzt fällt es eben noch mehr auf und richtig auf, dass die Investitionsmittel der Länder eben nicht ausreichend sind. Im OP läuft die Magenentnahme von Lothar Flath schon seit einigen Stunden. Auf einmal noch ein Problem. Eine große Blutung. Die minimalinvasive OP wird abgebrochen. Jetzt muss klassisch aufgeschnitten werden. Es gab eine Komplikation, und zwar wir arbeiten ja mit so einem Ultraschallgerät, was dann die Gefäße verschließt. Bei der weiteren Präparation fing es plötzlich massiv an zu bluten. Also die Kamera wurde durch ein Gefäß sozusagen blind gemacht. Wir mussten dann relativ rasch reagieren und wir mussten das dann in klassischer Weise vernähen und zumachen. Lothar Flath hat die OP trotzdem gut überstanden. Hallo, die Operation ist zu Ende. Langsam wacht der 71-Jährige aus der Narkose auf. Durch die Komplikationen und den dadurch erforderlichen großen Bauchschnitt wird Lothar Flath nun länger im Krankenhaus bleiben müssen, bis er sich erholt hat. Für das Klinikum bringt das alles keinen Cent mehr. Die Fallpauschale für eine große Magen-OP beträgt 17.601,83 €, egal wie die Umstände waren. Heute war der Eingriff eigentlich für 8 Uhr geplant. Der ist dann deutlich wegen eines Notfalls nach hinten. Jetzt ist wieder ein Notfall dazugekommen. Das heißt, der geplante Patient fällt aus. Der bleibt jetzt einen Tag länger. Dann kommt in 9 Monaten die Krankenkasse und sagt, ja, warum ist denn der so lange geblieben? Das zahlen wir nicht. Also das sind so viele kleine Pünktchen, die dann wieder uns das Leben schwer machen. Dann muss ich in 9 Monaten dann erklären der Krankenkasse, warum der Patient heute ausgefallen ist. Und ob die das dann versteht, dass wir Notfälle hatten und trotzdem alle Säle gefahren sind und so weiter, ist immer so eine Sache. Die ärgerlichen Fallpauschalen und die fehlenden Pflegekräfte sind das beherrschende Thema, auch hier im Klinikum Darmstadt. Alles muss akribisch dokumentiert werden. Ein großer Arbeitsaufwand, der die Ärzte und Pflegekräfte zudem noch von der Arbeit am Patienten abhält. Alle hoffen sie hier auf eine Krankenhausreform, die den Patienten wieder in den Vordergrund stellt und die Krankenhäuser vor dem finanziellen Kollaps bewahrt. Die Krankenhausreform, in welcher Form sie auch kommt, steht ja jetzt vor der Tür und ist aus meiner Sicht, und ich denke, da spreche ich auch für die meisten in unserem Maximalversorgungskrankenhaus, dringend indiziert, dass man sich überlegen muss, was macht wer, wo und wann. Es ist nicht notwendig, dass in einer Stadt gleich, kommt natürlich auf die Größe an, mehrere Krankenhäuser und vielleicht im Landkreis noch eines rund um die Uhr alles vorhält. Wir haben ja in Deutschland ein System der Krankenhausversorgung mit einer Dichte, die Sie nicht noch mal auf der Welt finden. Trotzdem sind wir in Deutschland deshalb nicht besser versorgt, gesünder, sterben früher als beispielsweise unsere Nachbarn in den Benelux-Staaten, Holland oder auch in Skandinavien mit wesentlich weniger Krankenhäusern. Lothar Flath kommt jetzt auf die Intensivstation. Nur weil die Klinik teure Leiharbeiter dazu kauft, können hier alle vorhandenen Intensivbetten betrieben werden. Mit dem eigenen Pflegepersonal allein würden auch hier Betten leer stehen. Deshalb sind Sie die Hoffnungsträger des Klinikums Darmstadt, die Auszubildenden. Wir haben für euch einen Room of Horrors vorbereitet. Ihr dürft unter euch Auszubildenden nicht miteinander reden. Schreibt bitte nur das auf, was ihr selber findet, nicht das, was andere finden.
Im Bett liegt Frau Schreck, leidgeprüfte Übungspuppe vieler Generationen von Azubis. Diese hier sind im 3. Lehrjahr und machen in den kommenden Wochen ihre Abschlussprüfung. Jetzt wird nochmal geübt. Im sogenannten Room of Horrors müssen sie 16 Fehler finden. Dass die Medikamente zum Beispiel der falsche Name drauf ist. Bei der Infusion ist der falsche Name drauf. Das darf definitiv nicht sein. Grober Fehler. Zum Beispiel die Zähne liegen im Bett, es liegt Müll im Bett. Die Frau soll eigentlich nüchtern sein, die hat ihr Essen. Wie man sieht, es ist eine Frau. Da steht eine Urinflasche, die sie nicht braucht. Die Bettwäsche liegt auf dem Boden. Falsche Medikamente, falsche Namen. Also es stimmt eigentlich so einiges hier nicht. Diese Azubis hier sind die ersten, die die neue generalistische Pflegeausbildung machen. Seit 2020 sind nämlich Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengefasst worden. Im September werden sie ihren Dienst anfangen. Jeder mit ganz eigener Geschichte und Motivation. Ich habe vor meiner Ausbildung 6 Jahre lang in der Patientenlogistik gearbeitet und habe da sehr schnell halt gemerkt, dass mir das absolut liegt, mit den Menschen, an den Menschen zu arbeiten. Und ja, dann habe ich mich halt nochmal entschieden, im zarten Alter von 45 Jahren dann nochmal den zweiten Berufsweg einzuschlagen. Ich könnte es mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, den ganzen Tag nur im Büro zu sitzen. Und so hat man immer noch eine gute Abwechslung. Also man interagiert mit den Patienten, man kann selbstständig arbeiten und ja. Der Beruf ist halt einfach was für mich. Ich mache ihn gerne. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und man muss halt für sich selbst entscheiden, ob man das kann oder nicht. Vor 3 Jahren, als sie angefangen haben, waren sie noch zu 30. Jetzt sind sie nur noch 18 Azubis. Die 12, die aufgehört haben, waren ungeeignet, hatten persönliche Gründe oder fanden den Job zu anstrengend. Ausbildungskoordinatorin Denise Lehmann hat über die Jahre festgestellt, dass Azubis anspruchsvoller und betreuungsintensiver geworden sind. Kann ich gucken. Es gibt die verschiedensten Anforderungen, die die Auszubildenden für sich selber auch mitbringen zum Thema Work-Life-Balance. Viele sind es gewohnt, tatsächlich das zu bekommen, was man will. Also man ist in einem behüteten Zuhause groß geworden und muss jetzt in die große, weite Welt. Und man wird ja hier in der Pflege eben mit den verschiedensten Themen konfrontiert, die einen auch zum Nachdenken bringen, wie das Thema Tod und Sterben. Und das ist eine große Herausforderung für die Auszubildenden. Und ich glaube, heute einfach eine größere Herausforderung, weil man mit den Themen nicht mehr so konfrontiert wird. So, geht's los? 1, 2, 3. In der Praxis ist der Alltag natürlich anders als im Room of Horrors. Und da ist vor allem die Arbeitsbelastung Thema. Wegen des neuen Gesetzes zur Patientenuntergrenze ist Katja Grimm jetzt nur noch für 10 Patienten zuständig. Achtung. Da bleibt die Haut nicht dran hängen. Genau. Das bedeutet, dass hier nur 30 Betten belegt werden können. Denn auf der Station sind sie im Moment in der Schicht nur zu dritt. Das ist schlecht für das Krankenhaus, das dann weniger verdient. Aber es geht ja auch einfach um das Patientenwohl. Und die Patienten sollten an erster Stelle halt wirklich stehen, damit bestimmte Sachen besser darauf reagiert werden können, wenn Notfälle sind. Weil es tut auch keinem gut, eine ausgepowerte Krankenschwester zu haben, die dann halt sagt, ich weiß nicht mehr weiter und dann einfach irgendwann vielleicht geht. 1, 2, 3. Und trotz dieser Entlastung ist die fehlende Zeit im Job immer noch das Hauptproblem für die meisten Pflegerinnen, so auch für Katja Grimm. Das kommt halt wirklich viel zu kurz, so diese generelle Kommunikation mit den Patienten, auch diese Beruhigung, auch mal zusammen weinen zum Beispiel, weil halt auf einmal heißt so, oh, der Tumor ist inoperabel. Das fällt meistens, also sagt man, ja, ich kann jetzt nicht, da sind jetzt die nächsten 10 Klingeln. Das ist unheimlich schlimm. Aber der Markt für medizinisches Fachpersonal ist leergefegt. 2020/21 fehlten knapp 17.000 Stellen. Die Hoffnung der Geschäftsleitung liegt daher auf der Lauterbachschen Reform und der Schließung von anderen Krankenhäusern, ausgerechnet. Wir haben viel zu wenig Fachkräfte, um alle Krankenhäuser, die wir heute haben, morgen noch zu betreiben. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Nicht nur Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, sondern im Krankenhaus arbeiten ja noch ganz viele andere Fachkräfte, die auch immer weniger werden. Und wenn wir sicherstellen wollen, dass zum Beispiel so ein Haus wie unseres, ein Maximalversorger mit 20 verschiedenen Kliniken, wirklich 24 Stunden, 7 Tage betriebsfähig ist, brauche ich ausreichend Fachkräfte.
Die sind auf dem Markt grundsätzlich vorhanden, sie sind aber schlecht verteilt, weil sie auf ganz vielen Krankenhäusern verteilt sind. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, brauche ich die Fachkräfte in jedem Krankenhaus oder muss ich bestimmte Fachkräfte vielleicht konzentrieren? Große Krankenhäuser treten in Konkurrenz zu kleinen Krankenhäusern, die um ihre Existenz kämpfen. Bis dieses auch politisch sehr umstrittene Problem gelöst ist, ruht die Hoffnung auf dem eigenen Nachwuchs, den Azubis. Der Kollege wird jetzt den Verbandswechsel durchführen. Ist klar. Sie lernen ihren Job am Patienten unter dem wachsamen Blick der Ausbilderinnen in vielen kleinen Schritten an den Krankenhausbetten. Lothar Flath ist mittlerweile wieder auf Station gekommen und es geht ihm ganz gut. Ich habe eben ein bisschen viel geschwitzt und merke schon ein bisschen was. Aber die Schmerzen sind nicht so, dass ich mir eine Zusatzdosis geben muss. Ich versuche immer so wenig wie möglich Schmerzmittel. Ich bin sehr guter Dinge. Und meine Familie, die sagt auch, also meine Frau hat viele Freundinnen, die auch krebskrank waren und auch schwere Krankheiten haben. Die haben gesagt, das ist verwunderlich, wie der das verkraftet. Herr Flath? Ja. Sie müssen leider noch etwas nüchtern bleiben. Ja. Sie kriegen heute noch einen Schlucktest. Aha. Ja, das ist mir schon gesagt worden, ob alles durchgängig okay. ist. Ja, Gut. Wir heben das aber auf, das Essen von Ihnen, ja? Das geht mir nicht verloren. Irgendwann kriege ich ein Essen. Das Essen, das hier verteilt wird, kommt aus der Küche des Klinikums und wurde schon vor 2 Tagen gekocht. Ob vegetarisch, Schonkost oder Vollkost. Hier werden die Portionen für die Patienten angerichtet. Cook and Chill nennt sich das System, bei dem das Essen direkt nach dem Kochen auf 2 Grad runtergekühlt und erst 2 Tage später serviert wird. Der Grund? Um die Qualität zu sichern, es wird bei den Patienten direkt auf der Station erst erhitzt. Dementsprechend ist es natürlich direkt warm. Die Komponenten bleiben erhalten, also die Nährstoffe und die Sensorik auch. Der Salat wird frisch gemacht und ist für das Abendessen. Der größte Teil des Essens wird hier zubereitet. Aber anderes wie diese Bratlinge, Schnitzel oder Leberkäse wird schon teilverarbeitet angeliefert und muss nur noch gebraten werden. Es ist ein ausgeklügeltes System, um möglichst effizient und günstig zu arbeiten. Pro Patient kosten 3 Essen am Tag 17,91 €. Aber nur 5,03 € davon werden für Lebensmittel ausgegeben. Der Rest sind Personal- und Betriebskosten. Rechnet man Strom, Wasser und die Gebäudepacht mit ein, sind es sogar 24 €. Die Kosten für das Patientenessen sind in den Fallpauschalen enthalten. Trotzdem kann die Küche im Moment nicht kostendeckend arbeiten. Und das liegt daran, dass schon seit einiger Zeit nur 2/3 aller Betten belegt sind, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt. Wenn aber das Krankenhaus nicht voll belegt ist, wirkt sich das negativ auch auf die Küche mit ihren 85 Mitarbeitern aus. Ob ich jetzt 900 tablettiere oder 600, 650 Patienten, das macht vielleicht eine Viertelstunde aus. Deswegen kann ich kaum Mitarbeiter reduzieren. Ja? Genauso bleiben die Fixkosten, die ganzen Betriebskosten, die Sie brauchen für Wartung, Instandhaltung, die sind einfach da. Das Gebäude ist da. Ob ich da drin jetzt für 900 Patienten koche oder 650, das sind Kostenblöcke, die ich einfach nicht reduzieren kann. Oben auf der Geburtsstation denkt Jasmin Zubrot an die bevorstehende Geburt ihres Babys. Sie und ihr Mann Kevin warten in einem Kreissaal. Gleich geht es los. Jasmin bekommt einen medizinisch notwendigen Kaiserschnitt. Sagen wir mal so, aufgeregt. Bin aber froh, dass die Geburt endlich stattfindet und dass es langsam zum Ende geht. Aber nervös wegen der Operation jetzt überhaupt nicht. Kevin Zubrot hat heute ordentlich gefrühstückt. Und das ist auch gut so, denn beim letzten Kaiserschnitt seiner Frau ist er umgekippt. Ja, ich war irgendwie unterzuckert, hatte halt auch nichts gefrühstückt. Bin sowieso nicht so der Frühaufsteher durch 3 Schichten und so weiter. Ja, dann bin ich halt mal, gelinde gesagt, eingesackt. Morgen, hallo. Dr. Maike Manns leitet die Abteilung Geburtshilfe und wird Jasmin Zubrot gleich operieren. Für diese ist es der 3. Kaiserschnitt.
Beim ersten hat sie das Baby verloren. Eine Erfahrung, die den Eltern noch furchtbar in Erinnerung ist. 2016 hatte Frau Zubrot eine vorzeitige Plazenta-Lösung. Das heißt, der Mutterkuchen hat sich aus Gründen, die keiner kennt, einfach vorzeitig abgelöst. Das bedeutet eine massive Blutung. Und mit dieser Blutung ist sie in ein Krankenhaus gegangen, die zu diesem Zeitpunkt ihr insofern nicht helfen konnten, als sie keine Operateure vor Ort hatten und auch keine angeschlossene Kinderklinik. Es war ein Frühchen, sodass sie dann eben erst hierher verlegt wurde in unser Klinikum und hier dann sofort einen Notkaiserschnitt bekam und dieses Kind dann trotzdem leider 2 Tage später verstorben ist. Im Klinikum Darmstadt gab es im vergangenen Jahr 2600 Geburten. Davon waren 1033 geplante Kaiserschnitte und davon wiederum waren 36 Notkaiserschnitte. Und für diese Notkaiserschnitte ist rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, immer Fachpersonal vor Ort. So, jetzt wird's kalt. 3-mal. Sind Sie Kaltduscherin? Nein, okay, gut. Wann immer eine Frau sofort entbunden werden muss, hier brauchen sie weniger als 10 Minuten. 20 Minuten sind deutschlandweit vorgeschrieben. Aber 20 Minuten können natürlich für Mutter und vor allem fürs Kind einfach mal viel zu lang sein. Und dazu gibt es auch ausreichend Studien und da gibt es auch Gerichtsurteile darüber, dass einfach nach 10 Minuten schon eine bleibende Schädigung eintreten kann bei Neugeborenen, die vorher super sauerstoffversorgt waren und dann auch irgendetwas passiert und dann eben 10 Minuten oder 20 Minuten gar zu lang sind. Um Geburtshilfe eben sicher abbilden zu können, müssen wir Ärzte und OP-Pflegekräfte und Narkoseärzte und eben auch die neugeborenen Mediziner einfach wie so ein Airbag eigentlich immer vor Ort sein. Und auch das sind Vorhaltekosten, die bisher von den Krankenkassen nicht finanziert werden. Geld gibt es nur für die einzelnen Entbindungen. Und zwar knapp 2.000 € für eine vaginale Entbindung, etwa 3.000 € für den Kaiserschnitt und ca. 3.800 € für den Notkaiserschnitt. Die Kaiserschnittrate ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Mittlerweile ist jede 3. Geburt ein Kaiserschnitt. Was auch daran liegen mag, dass er lukrativer als eine natürliche Geburt ist. Geld für die Klinik wird auch hier verdient. Wer durch diese dicke Stahltüre geht, ist meistens schwer krank und hat einen Tumor, der bestrahlt werden muss. Etwa 140 Patienten täglich werden hier in der Radioonkologie bestrahlt. Dieser Mann hat ein Krebsgeschwür an der Zunge. Mit dem Hightech-Gerät bekommt er nun etwa 10 Minuten lang punktgenau Röntgenstrahlen ab, die viel stärker sind als die normalen und die das Krebsgewebe zerstören. 4,5 Millionen € haben die Geräte hier gekostet, ebenfalls von der Klinik selbst finanziert. Allerdings verdient sie damit auch gut, denn die Krankenkassen zahlen für Strahlenbehandlungen eine Menge Geld. Die Strahlentherapie an sich wird in der Regel relativ gut vergütet und wir spielen dem Klinikum schon Millionenbeträge pro Jahr ein. Das gilt nicht nur für die Krankenhäuser, sondern natürlich auch für niedergelassene Radiologiepraxen. Weshalb sich dort zunehmend Privatinvestoren einkaufen, die auf gute Rendite hoffen, mit ärgerlichen Folgen für die Klinik. Wir bilden aus, also ich gucke, dass wir etwa 2 bis 3 Assistenten in der Ausbildung haben und die werden halt sehr schnell abgeworben, sobald sie Facharzt sind und dann selbstständig arbeiten können. Privatpraxen locken mit höheren Gehältern und regelmäßigen Arbeitszeiten, aber gewinnorientierte Medizin muss nicht die bessere sein. Also ich glaube zumindest, dass die Qualität durchaus in vielen dieser Praxen ordentlich ist. Die Frage ist immer, wie viel spielt doch das wirtschaftliche Interesse dann eine gewisse Rolle? Behandle ich einen Patient jetzt etwas länger oder kürzer, wie es vielleicht möglich wäre? Und ich kriege für die längere Behandlung etwas mehr. Welche Entscheidung treffe ich? Und wenn es natürlich wirtschaftlich stark abhängig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon eher hoch, dass ich die Therapie einsetze, die mir am meisten Vergütung verspricht.
Und das muss nicht die beste Therapie für den Patienten sein. Geld verdienen wollen sie hier natürlich auch. Aber wir haben glücklicherweise die Situation, dass wir viele, viele Patienten haben und dadurch, sage ich mal, nicht so ganz unbedingt auf rein nur diese Wirtschaftlichkeit getriggert sind. hier in der Strahlenonkologie werden sie im Schichtsystem bis 19, bei Bedarf sogar bis 21 Uhr arbeiten. Alle 10 Minuten im Schnitt verdient die Klinik für einen gesetzlich Versicherten etwa 200 € und für einen privat versicherten Patienten ca. 500 €. Eine willkommene eigene Geldquelle, mit der andere Bereiche des Klinikums querfinanziert werden können. Herrinnen über dieses Geld, das über die Fallpauschalen reinkommt, sind die 18 Mitarbeiterinnen im Controlling. Die meisten von ihnen sind Arzthelferinnen oder Pflegefachkräfte, die sich jetzt nicht mehr mit Patienten, sondern als Kodierfachkräfte mit der komplizierten Abrechnung befassen. Wir haben eben in Deutschland rund 1300 verschiedene Fallpauschalen zur Abrechnung zur Verfügung. Und diese werden dann je nach Schweregrad der Erkrankung nochmal weiter aufgesplittet und ergeben dann auch unterschiedliche Erlöse für das Krankenhaus. Das Krankenhaus muss jetzt mit diesem Fallpauschalenerlös auskommen. Also alle Menschen, die direkt am Patienten arbeiten, aber auch alle, die im Hintergrund arbeiten, wie der Apotheker oder die Reinigungskräfte, die Pfortendienste und so weiter. Damit muss das Krankenhaus zurande kommen. Alter, Behandlung, Komplikationen. Alles wird hier eingegeben und ist für die Berechnung der Fallpauschale wichtig. Wurde ungenau auf der Station dokumentiert oder war die Verweildauer des Patienten länger als von der Pauschale vorgesehen, muss das Krankenhaus Geld zurückbezahlen. Wir sehen zum Beispiel bei alten Patienten, die sind zu Hause vielleicht nicht unbedingt optimal versorgt nach der OP. Dann nehmen wir sie halt schon auch stationär auf und behandeln sie stationär, weil wir wissen, wir können auch postoperativ gut betreuen und den Patienten dann in einem guten Zustand wieder entlassen. Während die Krankenkassen danach ja nur sehen, die Patientin wurde operiert und es ging ihr danach gut und eigentlich ist es eine ambulante OP und deswegen hätte es Sinn gemacht, den gar nicht erst stationär aufzunehmen. Und dann kommt die Rückforderung. Herzlich willkommen, hallo. Im Kreissaal ist es soweit. Jetzt darf auch Herr Zubrot, der werdende Vater, dazukommen und dann geht's los. So, Schnitt. Ja, 11:20 Uhr. 2 Minuten später ist das Baby draußen. Das Babychen spricht schon mit uns, obwohl es noch gar nicht ganz geboren ist. Na, herzlich willkommen. 11:22 Uhr. Wunderbar. Oh, Mann, oh Mann. Es ist ein Mädchen und die Eltern nennen es Victoria. Victoria, sehr schön, danke schön. Oh, da ist eure Victoria. Victoria. Ich nehme sie nochmal mit. Ja. Bringe ich euch gleich wieder, ja? Jetzt müssen noch die Gebärmutter und der Bauch zugenäht werden. Und dann darf die kleine Familie wieder zurück ins Zimmer. Alles gut. Ich bin jetzt froh, die Kleine hier zu haben. Ein schönes Gefühl, jetzt sie im Arm zu sehen, dass sie da ist. Und ja. Bei mir ist ja einfach eher so ein Dabeisein. Aber glücklich, happy. So, die Kleine das erste Mal am Arm zu halten, gibt kein schöneres Gefühl. Das Putzteam kommt sofort in den Kreissaal. Denn erst wenn alles wieder einwandfrei sauber ist, kann auch wieder operiert werden. In der Waschküche der Klinik werden täglich 3000 Wischbezüge gewaschen und mit Desinfektionsmittel getränkt. Das sind 1 Million im Jahr. Kostenpunkt 250.000 €. Mit ihnen wird der Boden im Klinikum gewischt. 100.000 Quadratmeter. Täglich. Ohne uns würde der Laden stillstehen. Ja. Wenn beispielsweise eine OP ansteht und nach der OP müssen wir eine Schlussdesinfektion durchführen, weil ansonsten könnte ja keiner mehr auf dem gereinigten OP-Tisch frisch operiert werden. 4.200 Betten müssen monatlich aufbereitet werden. Ganz zu schweigen von den Patientenzimmern.
Geputzt wird mit 4 verschiedenfarbigen Lappen, je nachdem, ob Betten, Toiletten, Waschbecken oder Oberflächen gereinigt werden. Amalia Flura putzt häufig auf der Wöchnerinnenstation, wo man besondere Rücksicht nehmen muss. Die sind ganz empfindlich und daher muss man mehr Acht geben halt. Die sind 2 Stunden vielleicht auf diese Welt gekommen und deswegen die sind sehr empfindlich. Auch von der Lautstärke her und ja. Die 180 Mitarbeiter vom Gebäudemanagement sind nicht bei der Klinik, sondern bei der Starkenburg Service GmbH angestellt. Genauso wie der Catering-Service der Küche ist sie eine 100%ige Tochter des Klinikums Darmstadt. Diese Auslagerungen wurden vor ein paar Jahren von der Klinikleitung vorgenommen, um Geld zu sparen. So verdienen die Küchenhilfen hier 12,42 € pro Stunde, da sie nach dem niedrigeren Tarifvertrag der Nahrung-Genuss-Gaststätten-Gewerkschaft NGG bezahlt werden. Würden wir jetzt, sage ich mal, die Mitarbeitenden in den Tochtergesellschaften wieder in den TVÖD-Tarifvertrag reinholen, würde das für unser Haus 5-6 Millionen € mehr Personalkosten pro Jahr ausmachen. Da muss ich als Geschäftsführer ganz offen fragen, wer zahlt's? Weil das Krankenhaus hat das Geld nicht dafür. Ob das richtig oder nicht richtig ist, ist eine ganz andere Diskussion irgendwo. Egal ob öffentlich-rechtlich, frei gemeinnützig oder in privater Trägerschaft. Alle 3 Krankenhaustypen in Deutschland haben massive finanzielle Sorgen. Etwa ein Viertel aller Kliniken steht vor der Insolvenz. Das hat verschiedene Gründe. Unsere Gesellschaft wird immer älter und ältere Menschen müssen häufiger im Krankenhaus behandelt werden. Die Inflation und die gestiegenen Energiekosten machen den Krankenhäusern zu schaffen. Auch die Personalkosten werden immer höher. In die Notaufnahme ist mittlerweile eine ältere Dame aus einem Pflegeheim eingeliefert worden, die diffuse Schmerzen hat. Ich gucke einmal kurz auf den Bauch, ja? Ja. Gut, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Das ist halt ein bisschen, das darf ja ein bisschen so sein. Ist das Bein immer so ein bisschen kürzer? Ich weiß es nicht. Ist da mal was gebrochen gewesen? Normal nicht. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wird es interessant. Da ist ein Pflaster. Gut, wir fahren mal da rein. Ja, Nach etwas Recherche wird klar, die Patientin war im März schon mal da. Sie hat eine entzündete Magensonde und ein entzündetes Hüftgelenk. Beides chronisch und daher kein Fall für die Notaufnahme. Wir haben auch viele Versorgungsprobleme, wo in der häuslichen Umgebung eben gerade auch mit älteren, kranken Menschen der Umgang, vielleicht die Erfahrung einfach fehlt, wo jemand dann irgendwann kapituliert und sagt, das muss jetzt das Krankenhaus mal klären, obwohl es einfach ein chronisches Problem ist, was wir auch nicht beheben können in irgendeiner Form. Ambulante Notfallpatienten wie diese kosten im Schnitt 126 €. Die Krankenhäuser bekommen für die Behandlung aber nur 32 € erstattet. Sie machen also automatisch mit ihren Notaufnahmen Jahr für Jahr ein Riesendefizit. Dr. Hansen macht sich für den nächsten Schockraumpatienten bereit. Ein Mann, der aus 4 Metern Höhe von einer Leiter gefallen ist. Der Arbeitstag auf der ZNA ist noch lange nicht zu Ende. Tschüss, gute Zeit noch. Jasmin Zubrot und Baby Victoria dürfen heute das Krankenhaus verlassen. 3 Tage nach dem Kaiserschnitt. Alles Liebe und Gute für Sie und für Ihre Familie. Ja, danke schön. Und Sie haben das hervorragend gemacht. Wir haben kaum Arbeit gehabt mit Ihnen. Nee, ich glaube, nach 3 Kaiserschnitten hat man auch schon so seine Routine. Von der schwierigen Finanzlage des Klinikums haben Zubrots und ihre kleine Familie nichts mitbekommen. Ihre Krankenkasse bezahlt in 5 Tagen die Fallpauschalen O01F und damit 3.008,69 € für den Kaiserschnitt und Fallpauschale P67E, das sind 671,26 € für die Versorgung des Babys. Trotzdem, selbst das Klinikum Darmstadt wird in diesem Jahr erhebliche Verluste machen, wenn die Krankenhausreform nicht kommt.